Hallo meine lieben Zuschauer. Eine weitere Folge meiner Serie Stadtansichten. Und diesmal, glaube ich, wisst ihr schon, wo wir sind. Wir sind in meiner Heimatstadt, in Celle. Mit seinen malerischen Fachwerkhäusern in der Altstadt nahezu unversehrt. Ja, es gibt so ein paar stilistische Brüche, aber der überwiegende Teil der Häuser stammt irgendwo so aus der Zeit zwischen dem 14. und 17., ja, auch 18. Jahrhundert. Wobei letzteres dann natürlich schon wieder ein Stilbruch ist, werden wir auch gleich sehen. Das ist der Bereich, der sogenannte Altstadtring, den man mit dem Auto auch befahren darf. Zum Teil verkehrsberuhigter Bereich, das ist natürlich für euch nachher ganz toll, wenn wir da hinten um die Ecke kommen. Ach nee, eigentlich ist hier überall. Ich fahre eigentlich viel zu schnell hier im Moment. Aber ich habe das wohl nicht so richtig mitgekriegt. Nein, im Großen und Ganzen habe ich mich daran gehalten, dass ich hier ja nur Schritttempo fahren darf. Aber ihr seht selbst, habe ich hier nicht so unbedingt eingehalten. Wir sind in der Schuhstraße und das ist eine der schönsten Fachwerkhäuserstraßen. Aber geschäftemäßig ist da in der Schuhstraße nicht allzu viel los. War eigentlich in der Beziehung schon immer ein Stiefkind, obwohl es eigentlich ja eine sehr schöne Straße ist. Unser Celle besteht erst seit 1293 an dieser Stelle. Vorher, das heißt heute Altenzelle, lag Celle weiter alleraufwärts. Das erste Mal unter dem Namen Kellu, was Siedlung am Fluss heißt, wurde es 993 erwähnt. Wie gesagt, 1292 mussten die Zeller von Altenzelle umziehen an diese Stelle, weil hier eine Allerfurt war und damit ein großer Handelsplatz. Da wurde dann auch angefangen, das Rathaus zu bauen. Das hier ist der neuere Teil in Weserrenaissance und das ist der alte Teil, so wie er ursprünglich kurz nach der Stadtgründung gebaut wurde. Stadtrecht hat Celle 1301 bekommen. So, Schuhstraße haben wir verlassen, wir sind in der Kanzleistraße. Ja, und das hat einen Grund, weil hier ist das Oberlandesgericht, früher Oberappellationsgericht. Und da mussten natürlich jede Menge Kanzleien hin. So, und deswegen Kanzleistraße. Das ist das, was ich meinte, ein Bau aus dem 18. Jahrhundert. Irgendwo, naja, passt nicht in die Fachwerkstatt. Aber hier so von der Seite doch ganz toll. Jetzt biegen wir ab und sehen das Schloss. Ja, ich halte hier jetzt mal an, damit ihr es sehen könnt. Es ist ein schönes, ein markantes Schloss. Mit dem ältesten bespielten Theater Deutschlands. Ja, da lohnt sich da hinzugehen und sich die Vorstellungen anzuschauen. Das sind ja alles jetzt noch ehemalige Gebäude, Marstall zum Schloss gehörig. Das Gebäude rechts ist jüngeren Datums, das Trüllerhaus. Und auf der linken Seite war eben unsere Stadtbibliothek. Wir fahren jetzt quasi durch das Westzeller Tor. Ja, vom Tor ist nicht mehr viel da, aber die Brücke, über die wir jetzt fahren, das ist der Stadtgraben. Unsere Heimatzeitung, die Zellische Zeitung,
ja, mittlerweile eigentlich eher überregional dem RND angeschlossen, aber wir haben unsere Zeit. Rechts seht ihr jetzt das Kaiserin Auguste Victoria Gymnasium. Das ist das Gymnasium, in dem ich mein Abitur gebastelt habe. Das wollte ich euch noch kurz zeigen, sind wir eben schnell dran vorbeigefahren. Wir sind jetzt in der hannoverschen Vorstadt. Ja, hat auch so seinen Reiz, vor allem das Finanzamt eben auf der linken Seite. Und hier, na, das ist Bauhaus. In Celle gibt es einige Bauhaussiedlungen und stehen unter Denkmalschutz. Naja, in den 20er Jahren war das natürlich ganz toll. Und in dem Denkmal wohnen jede Menge Leute. Und soviel ich weiß, gar nicht mal so schlecht. So, jetzt sind wir da, wo Celle ursprünglich, ja nicht ganz ursprünglich, das ist nach dem ersten Umzug. Queloux ist nämlich direkt am Fluss und das hier, ja, ein Stück weiter östlich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, wir sehen uns.